Guten Tag, also hier zu Beginn sehen wir Berlin 1919 bzw. 1914, kurz bevor der Erste Weltkrieg ausbricht. Die kaiserliche Familie auf dem Stadtschloss mitten in Berlin wird hier eingespielt. Das jubelnde Volk kommt zum Stadtschloss, um seinen Kaiser und seine kaiserliche Familie zu bewundern. Herrliche Zeiten waren das damals. Heute würde Merkel nämlich nicht so bewundert werden. Hier sehen wir die siegreiche Armee, die durch das Brandenburger Tor kommt, um gegen Frankreich zu kämpfen. Ein Mann hat irgendwas Komisches, Goldenes auf dem Kopf, was ich nicht so ganz verstehe, aber ja, das muss jetzt nicht kommentiert werden. So, hier sehen wir noch mehr Leute, die aus irgendeinem Grund ihre Hüte ausziehen. Ich weiß auch nicht, warum da jeder einen Hut auf hat. Da hat auch wieder jeder einen Hut auf, aber haben die alle so einen scheiß Hutfetisch, also ja, das kommentiere ich jetzt mal nicht. Ja, Küssen haben wir auch noch nicht richtig gelernt. Naja, sind halt primitive Hunde zu dieser Zeit gewesen. Hier sehen wir eine Bahn mit total überfüllten Waggons. Das ist ja noch schlimmer als in Indien. Also man sieht, die Deutsche Bahn hatte es schon damals nicht auf die Reihe bekommen, angenehme Fahrten herzustellen. Ja. Oh Gott. Alles dufte. Okay, jetzt reicht's. Hier sehen wir wieder den Alexanderplatz. Da steht da unten rechts auch Bad Alexanderplatz. Ich wusste gar nicht, dass das Bad heißt. Hier sehen wir verschiedene Straßenbahnen und S-Bahnen. Hier sehen wir einen komischen Bus aus dem Jahre 1339. Das ist übrigens nicht mehr Berlin, das ist jetzt München. Wo komische kleine Kinder rumlaufen und in die Kamera gucken, als hätten sie noch nie eine Kamera gesehen, was wahrscheinlich auch stimmt zu dieser Zeit. Noch mehr kleine Kinder mit Waffen. Ja. Wahrscheinlich sind die Waffen echt, ne? Die sind leider sehr primitiv, da sie Fahrräder für Schutzgräben halten. So, hier sehen wir eine jubelnde Menschenmenge, wahrscheinlich spricht da Hitler gerade. Und wieder aus irgendeinem Grund hat da fast jeder einen Hut auf. Ja, da sieht man es auch, jeder hat da einen Hut auf, beziehungsweise Gott, also das kommentiere ich jetzt nicht weiter. So, da wird Musik gespielt und im Hintergrund fährt eine Straßenbahn neben einem Wilhelm-Denkmal. Wunderschön. Wunderschön. So, jetzt sehen wir weitere Soldaten. Noch mehr Soldaten, die irgendeine Scheiße rumtragen. Noch mehr Soldaten. Eine Straßenszene, wo schon wieder eine Straßenbahn rumfährt. Wahrscheinlich hatten die zu dieser Zeit auch Straßenbahnfetische. Ein kleines Kind hat auch schon... Oh mein Gott, sogar die Kinder haben da schon Hüte auf. Was ist das bitte? Weißt du was? Heute läuft keine Frau mehr mit so einem Hut rum. Da hat ja jeder einen Hut auf. Das kriegt leider ein Dislike. Ja, jetzt sieht man zum ersten Mal Soldaten, die keine Hüte aufhaben, und man sieht wieder Soldaten, die Hüte aufhaben. Was ist das denn für ein hässlicher Zug? Ach du Scheiße. Alkohol ist ein Spiel, was sich natürlich sehr negativ auf die Kriegsführung auswirkt. Mein Gott, wie viel saufen die denn bitte? Hallo, ihr müsst an die Front und euch nicht die Hacke fett saufen. Jetzt sehen wir einen Gewürzgarten mit komischen Nonnen, die gleichzeitig Ärztinnen sind, was sehr verstörend ist. Wahrscheinlich sind das so Kräuterhexen. Jetzt sehen wir riesige Räder, die da einfach so rumliegen. Jetzt sehen wir das Brandenburger Tor, wo Leute rumlaufen, die ebenfalls Hüte anhaben. Da hat ja jeder einen Hut an. Gott. Ja. Was nicht gezeigt wurde, der Kameramann stand auf einer Brücke. Ja gut, jetzt sehen wir Explosionen. Eine verletzte Person in Schutt und Asche, wahrscheinlich Frankreich. Jetzt sehen wir einen Krankenwagen. Jetzt sehen wir weitere Leute, die mit Kutschen rumlaufen. Wahrscheinlich sind wir ein paar Jahrhunderte wieder zurückgegangen. Jetzt sehen wir eine nicht enden wollende Menschenkette mit Kaiser Wilhelm, dem obersten Befehlshaber in der Mitte. Jetzt sehen wir Leute, die über eine Wiese laufen. Wahrscheinlich ist da hinten der Eiswagen gekommen und alle wollen noch ein Eis haben.
Oder Eiswagen wurde in die Luft gejagt. Oh, schade. Das ganze Eis ist geschmolzen. Oh. Ich weiß nicht, wie man so viel Hass hat, um einen Eiswagen zu zerstören. Mein Gott. Hallo, der Mann lebt nicht mehr. Ihr müsst nicht mehr auf den schießen. Alle sind traurig und meinen jetzt, die Straßen weiß anzumalen, obwohl die Trauerfarbe ja eigentlich schwarz ist. Aber das muss man denen wahrscheinlich noch beibringen für eine andere Zeit, oder? Ja. Weitere Leute, die einem Zug zujubeln. Also ich sehe das heute leider nicht mehr an Bahnübergängen, wo einem Güterzug zugejubelt wird, aber okay. Und ich bin der Einzige, der da winkt. Oh, ein Güterzug! Hallo! Ja gut. Jetzt schaufeln die Leute da ihre Scheiße weg, die da hingeschissen haben. Es war eine sehr schmutzige Zeit damals. Was wird das jetzt? Warum sind alle so komisch angezogen? Warum haben die eigentlich so komische Dildos auf ihren Hüten drauf? Ja. Hier sehen wir einen weiteren Eiswagen, der gerade in die Luft gesprengt wurde. Ein Geschütz, das einen Eiswagen in die Luft sprengt. Noch ein Geschütz. Diesmal ist es eine Eisdiele gewesen. Der Erste Weltkrieg, das wissen viele nicht, war der Krieg um das Speiseeis. Weil ein Franzose, Kaiser Wilhelm I., den Eisbecher weggelöffelt hat. So, es geht weiter. Leute ziehen in die Schlacht. Sie drehen irgendwelche komischen Windräder an. Und fliegen Flugzeuge, die sehr primitiv gebaut sind. Ui! Dass sowas überhaupt fliegen kann, ist schon... Ja. Oh, guck mal, da werden Speiseeisbomben runtergeworfen. Sogar Speiseeis-U-Boote gibt es. Dieser Krieg, ey. Warum gibt es solche Kriege nicht heute? Da sehen wir eine lange Schlange vor der letzten Eisdiele der Welt. Da, kann man es lesen. Karl Krüger Eisdiele. Zigarren-Eisdiele. Da hast du Eis mit Nikotingeschmack. Eine Szene, die wir gerade schon mal gesehen haben. Das sind alle Szenen, die wir gerade schon mal gesehen haben. Ja, wir können jetzt aufhören. Hallo. Ah, hier sehen wir nochmal eine Schlange vor einer Eisdiele. Alte Omas wollen Eis essen. Da wird das Eis, was den kleinen Kindern runtergefallen ist, gerade von der Straße weggewischt. Da versucht ein Mann noch Speiseeis zu suchen, was er noch essen kann. Da wird gerade Milch gepumpt für das nächste Eis. Noch mehr Leute, die mit ganzen Eimern vor dem Eisladen warten. Ja, die müssen ihren Eisvorrat. Oh, ihr bekommt leider kein Speiseeis mehr. Oh, ihr seid zu spät gekommen, um das kleine Kind weint. Oh, ihr bekommt kein Speiseeis mehr. Und die nächsten Eislieferungen gehen durch die Luft. Speiseeis. Trefft ihr. Oh, ich dachte, die Eisdiele wurde getroffen. Das arme Dorf. Hier sehen wir wieder Straßenbahn. Eine S-Bahn in Berlin. Eine S-Bahn, genau. Frauen, die rumlaufen und wieder Hüte tragen. Ja, das ist eigentlich Männerarbeit, deshalb muss es sich da aber um eine Transe handeln. Gut. Was wird das jetzt? Ach so, das ist das neue Rotorblatt für die Eismaschine. Ja, müssten natürlich eigentlich Männer machen. Na gut, das war eine verstörende Zeit damals. Da waren Männer Frauen und Frauen waren dann Männer. Ja. Arbeitet für den Krieg. Schuftet für das Imperium. Palpatine würde es euch auch nochmal danken. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich weiter kommentieren soll. Leute, die in einen Eisladen stürmen. Nochmal Berlin, den Alexanderplatz, Bahnhof Leipziger Platz, Untergrundbahn! Bis jetzt wurde keine einzige Untergrundbahn gezeigt, was mich sehr verstört. Oh, da sieht man ein Kind. Mama, Mama, leg mich bitte zu. Oh, ich muss hier nähen. Also wirklich. Oh, bitteschön, das hättest du aber auch selber machen können, ne? So, jetzt sehen wir das Brandenburger Tor, wo überall Leute rumlaufen.
Noch mehr Leute, die rumlaufen mit Hüten wiederum. Oh, jetzt sehen wir mal ein Eiscafé von innen. Das ist die beste Szene im ganzen Film. Leute, schnell! Der Eisladen wird aufgemacht. Warum sind da jetzt Russen? Achso, die demonstrieren. Weil die Straßenbahn defekt ist und die alle zur Arbeit müssen. Jetzt sehen wir schon wieder, oh, ein Krankenzug. Sowas gibt es heute auch nicht mehr. Und da sieht man einen Krankenwagen. Da sieht man ein Krankenfeld mit Atombomben, die zu dieser Zeit natürlich noch sehr unüblich waren. Ich frage mich, wenn einer hochgeht, gehen dann auch alle hoch? Naja, werden wir wohl nie erfahren. Da sehen wir Leute, die mit Kutschen rumlaufen. Da sehen wir eine Kriegssimulation, wo da echte Menschen gestorben sind in einer Simulation, was sehr unrealistisch ist, aber okay. Es wird dasselbe Lied zum 3. Mal eingespielt. Ich weiß auch nicht, ob das die Leute nicht nervt. Ne? Es werden Szenen wiederholt, die man schon gesehen hat. Es wird dasselbe Lied in einer Endlosschleife gezeigt. Aber okay, ich bin ja nur der Kommentator und nicht der Liederschreiber. Also, ich weiß nicht, ob das Hans Zimmer gemacht hat, aber wenn das Hans Zimmer gemacht hat, dann sollte das Lied vielleicht entfernt werden. Gut. Guck mal, da sind schon Leute gestorben, so langweilig war das Lied. Oh Gott, ist das langweilig und monoton. Ein Flammenwerfer, sehr umweltschädlich, also da würden heute die Grünen natürlich im Parlament sehr viel Stress machen. Ich meine, was wird das jetzt? Was ist das denn für eine kranke Einspielung gerade gewesen? Also, ja, gut, dieses Video wird immer kranker. Was wird das denn jetzt? Was ist das denn für ein Porno? Also seit den letzten 30 Sekunden kann ich dieses Video nicht mehr ernst nehmen. Man sieht doch, dass das Video in Hollywood aufgenommen wurde. Und wieso haben da gehen Männer und Frauen in ihren Pyjamas schwimmen? Im Zebrastreifen-Look. Ist da der Zebrastreifen-Schwimmen-Look-Tag oder was? Mein Gott, dieses Reich war doch behindert. Kein Wunder, dass das einen Weltkrieg ausgelöst hat. Wegen Speiseeis. Ja, gut, das muss ich jetzt auch nicht verstehen. Oder das. Warum laufen die da rum? Na gut, das ist wieder eine normale Szene. Da sieht man Leute reiten. Und eine rote Flagge wehen. Ja gut, dieser Hut ist etwas verstörend. Nein, Spaß, der ist verstörend. Also, ich fasse zum Schluss nochmal das Video zusammen. Dasselbe Lied wird seit 20 Minuten in einer Endlosschleife gespielt. Es bricht ein Krieg wegen Speiseeis raus und es gibt einen Wettstreit der Nationen, wer den behindertsten Hut hat. Da gewinnt natürlich Deutschland. Und es werden die ganze Zeit so paranormale Karussells gezeigt. Und Zirkus wird mit K geschrieben. Nee, doch mit C, Entschuldigung. Ach du Scheiße, das wird ja immer schlimmer. Z. Zirkus wird mit Z geschrieben, es tut mir leid, nicht mit C. Aber die haben ja auch Köln mit C geschrieben, also... So, da tanzen Leute mit Behindertenhüten. Eine weitere Straßenbahn, die wie ein Panzer aussieht. Das ist doch keine Straße. Oh, da wird Speiseeis verkauft, da sieht man's. Der ganze Film dreht sich um Speiseeis. Oh, ich hab gewonnen, ich darf zu essen. Ja, da ist gerade jemand auf die Fresse geflogen. Gut, da werden, ja gut, etwas verstörend, da schauen alte Omas in die Kameras. Und man sieht wieder Straßenbahnen. Das Komische ist, da fahren die Straßenbahnen wirklich hintereinander. In Bonn muss man zum Beispiel heutzutage 10 Minuten auf die nächste Straßenbahn warten. Das ist schon paranormal. Da schon wieder eine Straßenbahn und davor ein Pferd. Und schon wieder eine Straßenbahn. Und schon wieder eine Straßenbahn. Ja gut, das war's.